Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video soll sich alles um Drogeriesonnencremes drehen. Ich habe nämlich in den letzten Wochen verschiedenste Produkte aus der Drogerie getestet und werde heute meine Erfahrungen mit euch teilen. Nur eine kleine Info am Rande. Ich habe selbstverständlich auch kleine Auftragsvideos von den Sonnencremes abgedreht und habe mich, was die Menge angeht, natürlich an der ISO-Norm orientiert. Das heißt, ich habe 2 Milligramm je Quadratzentimeter Haut aufgetragen. Nutzt man weniger Produkt, dann erhält man natürlich auch nicht den Schutz, der auf den Sonnencremes deklariert wird. Ich würde mal mit den kleinen Tuben anfangen, die eher fürs Gesicht gedacht sein sollen. Ihr könnt natürlich auch eure Körpersonnencremes fürs Gesicht benutzen, aber dazu komme ich dann später. Und dann würde ich einfach mal mit den Sun-Ozon Sonnencremes anfangen. Und zwar habe ich diese 3 hier am Start. Wundert euch bitte nicht bei dem Sun-Ozon mit Sonnenfluid, dass da noch neu drauf steht. Das ist ein Backup, das auch mittlerweile fast leer ist. Ich hatte nämlich große Angst, dass Rossmann dieses tolle Produkt auslistet. Aber das ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Und bei diesen 3 Sonnencremes ist einfach das Interessante, dass alle 3 Sonnencremes eine ähnliche Formulierung haben. Bei diesen beiden ist die Formulierung sogar identisch und da fragt ihr mich auch immer wieder, wie es denn sein kann, dass die Preise so unterschiedlich sind. Und zwar kommt das höchstwahrscheinlich daher, dass das Sun-Ozon Med Sonnenfluid das DAAB-Siegel trägt und um dieses Siegel zu bekommen, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Das Produkt muss beispielsweise auf empfindlicher Haut getestet werden und diese dermatologischen Tests sind meiner Erfahrung nach deutlich teurer im Vergleich zu dermatologischen Tests auf verschiedensten Hauttypen und dementsprechend könnte das hier den höheren Preis erklären. Aber was die Formulierung und die Performance angeht, sind beide Produkte identisch. Es gibt noch dieses Sun-Ozon Sport Sonnenbalsam mit SPF 50+. Das mag ich zum Beispiel für Outdoor-Aktivitäten auch wahnsinnig gerne, weil es einfach noch einen höheren UVB-Schutz hat und dementsprechend auch einen höheren UVA-Schutz aufweist, also zumindest in der Theorie. Und deshalb benutze ich das hier für Outdoor-Aktivitäten ein kleines bisschen lieber, weil hier natürlich der UVB-Schutz mit einem SPF von 50+ höher ist im Vergleich zu dem UVB-Schutz von 50. Aber ansonsten sind sich alle 3 Sonnencremes sehr, sehr ähnlich. Hier ist noch das Besondere, dass das Produkt einen leicht kühlenden Effekt aufweist, was im Sommer sehr angenehm sein kann. Und ich muss auch sagen, dass ich mit keiner dieser Sonnencremes irgendwelche Probleme hatte. Die brennen nicht in den Augen. Sie sind vor allem für Outdoor-Aktivitäten wahnsinnig angenehm. Ich finde aber, dass man einfach alle 3 Sonnencremes auf der Haut spürt, sobald man anfängt, ein bisschen zu schwitzen. Ich persönlich finde, dass das mitunter eine der besten Drogerie-Sonnencremes ist, vor allem was die Formulierung und das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, denn das Produkt enthält sehr moderne, hautverträgliche und stabile UV-Filter und es weißelt eben auch nicht. Deshalb wünsche ich mir wirklich schon seit einer Ewigkeit, dass Rossmann diese Rezeptur in eine größere Flasche packt, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn man sich immer wieder diese kleinen Tuben kauft, weil man die Sonnencreme auch am Körper benutzen möchte, dann sind die Dinger ratzfatz leer und dementsprechend habe ich mich gefreut, als ich genau diese Rezeptur bei einer DM Sonnencreme entdeckt habe. Und zwar in einer größeren Flasche. Das ist nämlich die Sundance Kids Sonnenmilch mit SPF 50 und hier ist genau die gleiche Rezeptur drin wie bei den Sun-Ozon Sonnencremes. Das kann einfach daran liegen, dass es sich hierbei um White Labeling handelt, sprich der Kosmetikhersteller bietet eine bereits vorgefertigte Rezeptur an und Marken können sich dieser Rezeptur bedienen und in verschiedene Flaschen packen und das auf verschiedenste Art und Weise vermarkten. Ich finde es wirklich großartig, dass es diese Rezeptur in einer größeren Flasche gibt, weil ich persönlich die Sonnencreme wahnsinnig gerne mag, vor allem wenn man halt viel draußen unterwegs ist und immer wieder neu auftragen muss, dann geht das natürlich extrem ins Geld, wenn man dafür seine koreanischen Sonnencremes verwendet, die um die 12 bis 20 € kosten.
Und dementsprechend ist das eine riesengroße Empfehlung meinerseits. Ich habe die auch am Körper ausprobiert, ich habe die im Gesicht ausprobiert. Das ist haargenau das gleiche Produkt wie das Sun-Ozon Sonnenfluid in der Med-Version oder aber auch in der Sensitive-Version. Sprich, wenn ihr diese Sonnencremes mögt und die wahnsinnig regelmäßig benutzt, dann schaut euch unbedingt diese Sonnenmilch nochmal an, weil die 1:1 genauso performt und genauso funktioniert und genauso formuliert ist. Mit dieser Sonnencreme würde ich auch übrigens meine Kinder einschmieren, wenn ich denn welche hätte. Es gibt ja diese allgemeine Empfehlung, dass Kinder unter 2 Jahren eher auf Sonnencremes mit anorganischen UV-Filtern zurückgreifen sollten. Also es gibt dann nochmal so eine Einteilung. Alles, was unter 6 Monaten ist, sollte sowieso eher aus der UV-Strahlung rausgehalten werden. Kleidung ist der beste Schutz und Schatten und UV-Strahlung irgendwie meiden. Aber wenn man halt draußen unterwegs ist und trotzdem noch offene Stellen da sind, dann sollte man die natürlich mit einer Sonnencreme einschmieren. Und da wird dann empfohlen, eher auf eine zu setzen, die auf anorganischen UV-Filtern basiert. Aber ab 2 Jahren kann man dann eben auch auf solche Produkte zurückgreifen, die auf organischen UV-Filtern basieren. Und da das hier wirklich großartig formuliert ist und eben keine deklarationspflichtigen Duftstoffe oder ätherischen Öle enthält, würde ich definitiv mein Kind damit eincremen. Das Sundance Sensitive Sonnenfluid ist auch gut formuliert. Allerdings muss ich sagen, dass ich die andere Rezeptur, also die auch Sun-Ozon nutzt, bevorzuge, weil ich dort das Gefühl habe, dass meine Haut ein bisschen besser damit zurechtkommt und weil diese Sonnencreme eher ein öligeres Finish erzeugt. Zu den Sun-Ozon Med Sun Drops habe ich bereits ein komplettes Video gemacht. Das heißt, wenn ihr diese Drops in Aktion sehen möchtet, klickt einfach auf den Link hier oben oder schaut unten in die Beschreibung rein. Da verlinke ich euch einfach alle Videos, die ich zu den Sonnencremes abgedreht habe, und dann könnt ihr dort auch sehr, sehr gerne nochmal vorbeischauen und euch die Produkte in Aktion anschauen. Auch dieses Produkt ist toll formuliert. Ich persönlich mag die Verpackung nicht, weil sich die Sonnencreme damit nur schwer dosieren lässt, weil sie einfach zu cremig ist für diesen Dropper. Nichtsdestotrotz toll formuliertes Produkt, tolle UV-Filter-Kombi, lässt sich ohne Probleme auftragen, aber das Finish ist auf jeden Fall so ein bisschen auf der öligeren Seite. Viele Leute mögen die Garnier-Sonnencremes. Ich persönlich gehöre da nicht dazu, weil meine Haut mit dem teilweise hohen Alkoholanteil nicht so gut zurechtkommt. Und das ist vor allem bei diesem Produkt hier der Fall. Also sobald ich das auftrage, steigt mir das in die Augen und die Augen fangen an zu tränen und es brennt auch so ein bisschen auf der Haut. Ich finde auch nicht unbedingt, dass dieses Sonnenfluid matt antrocknet. Da bin ich der Meinung, dass das hier deutlich matter vom Finish her ist im Vergleich zu diesem sehr, sehr flüssigen Produkt. Aber nichtsdestotrotz bin ich immer der Meinung, dass eine Sonnencreme, die man regelmäßig benutzen kann, ein absoluter Zugewinn ist. Das heißt, wenn ihr die Sonnencreme sehr, sehr gerne mögt, dann könnt ihr natürlich das Produkt weiterhin nutzen und euch das anschauen. Ich würde das Finish bei dieser Sonnencreme eher als hautidentisch bezeichnen oder leicht samtig. Ich finde auch, dass man so einen Film auf der Haut spürt, nachdem man diese Sonnencreme aufgetragen hat. Aber falls euch das nicht stört, dann könnt ihr euch das hier definitiv mal anschauen. Und wie gesagt, wenn der Ethanolanteil euch keine Probleme bereitet, dann könnt ihr da definitiv mal einen Blick drauf werfen. Allerdings muss ich sagen, dass ich das neue Garnier Invisible Serum mit SPF 50+ deutlich besser vertragen habe und dass ich es vom Finish her deutlich matter finde im Vergleich zu diesem sehr, sehr flüssigen Produkt. Das heißt, falls ihr das ja auch nicht matt genug findet, dann schaut euch das neue Invisible Serum mal an. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht und das in der korrekten Menge aufgetragen. Sprich, wenn ihr euch für die Inhaltsstoffe interessiert und das Produkt in Aktion sehen möchtet, ich verlinke euch wie gesagt alles unten in der Infobox. Dann mache ich mal weiter mit den Sonnencreme-Gels, und das Besondere an diesen Sonnencreme-Gels ist, dass sie möglichst fettarm formuliert werden und dass sie keine Emulgatoren enthalten. Und auf diesen Produkten findet man auch oft den Hinweis, dass sie bei polymorpher Lichtdermatose verwendet werden können, wie zum Beispiel einer Sonnenallergie oder Mallorca-Akne. Allerdings gibt es bisher keine wirklich wissenschaftlichen Beweise dafür, dass Emulgatoren bzw. irgendwelche Lipide
diese Hautzustände verschlimmern können oder zu Ausbrüchen führen können. Nichtsdestotrotz gibt es einfach Menschen, die gerne auf solche Produkte zurückgreifen, um sicher zu gehen, und dementsprechend darf man sich auch nicht wundern, dass diese Produkte so alkohollastig sind, weil ja wie gesagt auf Emulgatoren verzichtet wird, und es wird auch das Produkt so formuliert, dass es möglichst fettarm ist. Allerdings müssen ja die UV-Filter irgendwie gelöst werden, und dementsprechend ist dann relativ hoher Ethanolanteil vorzufinden. Ich habe beide Produkte ausprobiert und immer wieder aufgetragen und muss sagen, dass ich sie wunderbar vertragen habe, trotz meiner super empfindlichen Haut, und ich fand sie auch durchaus angenehm. Also sie haben zwar ein recht glänzendes Finish auf der Haut hinterlassen, aber es war überhaupt nicht ölig, überhaupt nicht schwer, und dementsprechend bin ich damit wunderbar zurechtgekommen. Beide Produkte haben nicht in den Augen gebrannt und ließen sich ohne Probleme auftragen. Ich konnte sogar Make-up darüber auftragen. Ich habe natürlich noch einen Spartipp für euch, und zwar gibt es innerhalb dieser Med Ultra Sensitive Reihe noch ein Produkt, das speziell fürs Gesicht vermarktet wird, und wenn ihr dieses Produkt mögt, dann schaut euch diese Sonnencreme nochmal an, denn es ist haargenau die gleiche Formulierung, haargenau die gleiche Rezeptur. Allerdings wird die Gesichtssonnencreme zu einem viel, viel höheren Preis verkauft. Die Sundance Kids Sensitive Sonnencreme enthält keinerlei Ethanol und basiert auf einer modernen UV-Filter-Kombi. Dementsprechend wäre das auch definitiv eine Sonnencreme, mit der ich mein 2-jähriges Kind einschmieren würde. Ich habe sie natürlich auch aufgetragen, habe sie ausprobiert und finde, dass sie schon ein glänzendes Finish erzeugt, aber sich nicht zu schwer und zu ölig anfühlt. Sie ist zwar keinesfalls schwerelos, aber dennoch tragbar. Außerdem bekommt man sie in der korrekten Menge gut eingearbeitet. Sie zieht relativ schnell weg, lässt sich wunderbar verteilen, und sie funktioniert sogar unter Make-up. Die Sundance Kids Sonnencreme mit SPF 50 ist übrigens genauso formuliert wie die Sundance Kids Sensitive Sonnencreme, nur mit dem Unterschied, dass der Preis höher ist. Das Baby Love Sonnenspray ist ein Produkt, das ich persönlich nicht so gerne mag, vor allem im Vergleich zu den anderen Sonnencremes, die ich ausprobiert habe. Das liegt einfach daran, dass es nicht so gut wegzieht, dass es sich ewig und 3 Tage nicht mit der Haut verbindet und dementsprechend überall Ölflecken hinterlässt. Aber an sich ist es nicht verkehrt formuliert. Hier ist DHHB enthalten. Es ist Tinosorb S drin, keinerlei deklarationspflichtigen Duftstoffe, aber auch das ist wieder so ein Produkt, das ich empfehlen würde, erst ab 2 Jahren zu verwenden. Und ihr müsst echt schauen, dass ihr auf die korrekte Menge kommt, denn wenn ihr diese Sprays direkt auf der Haut benutzt, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass ihr Stellen vergesst einzucremen. Dementsprechend würde ich euch empfehlen, immer das Produkt zunächst in die Hand reinzusprühen und danach eure Kinder damit einzucremen oder euch selbst damit einzucremen. Übrigens entspricht 1 Gramm 5 kräftigen Pumphüben bzw. 5 kräftigen Sprühern. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man da auf die Menge achtet und ordentlich Produkt aufträgt, denn ansonsten bekommt man auch nicht den Schutz, der auf den Verpackungen deklariert wird. Das ist übrigens eine günstige Alternative für das HIP Sonnenspray. Da ist die Formulierung 1:1 die gleiche, selbst die Reihenfolge der Inhaltsstoffe ist 1:1 die gleiche. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es sich hierbei wieder um White Labeling handelt. Nur wenn euch halt das Produkt von HIP ein bisschen zu teuer ist, dann könnt ihr euch definitiv das von Baby Love mal anschauen. Kommen wir zu einer Sonnencreme, die ich performance-technisch grausig finde, die aber für Kinder unter 2 Jahren wunderbar geeignet ist. Und zwar ist das diese Sonnencreme von Böb mit SPF 50. Ich habe die als PR-Sample zugeschickt bekommen und habe sie natürlich schon ausprobiert, aber für mich persönlich funktioniert sie nicht. Sie ist zu pastös, sie lässt sich schwer verteilen, sie weißelt relativ stark in der korrekten Auftragsmenge und dementsprechend ist das einfach keine Sonnencreme, die ich im Alltag benutzen möchte und die ich auch bei meinen Outdoor-Aktivitäten nicht verwenden möchte. Aber für kleine Kinder unter 2 Jahren oder ältere Kinder, die das Weißeln nicht stört, ist sie definitiv geeignet. Sie basiert nämlich nur auf anorganischen UV-Filtern, wenn ich mich recht erinnere, ausschließlich auf Zinkoxid und dementsprechend
ja, kann man sie eben auch für Kinder unter 2 Jahren verwenden. Wie gesagt, es ist wichtig, da besonders auf Kleidung zu achten, im Schatten unterwegs zu sein, Sonnenbrille und Co. Wisst ihr ja sicherlich alles, aber die offenen Stellen, die sollte man natürlich eincremen und dafür ist die Sonnencreme mit Sicherheit geeignet. Kommen wir zu den Körpersonnencremes und da würde ich zunächst einmal mit den Sun-Ozon-Produkten anfangen. Und zwar habe ich ja einmal die Sun-Ozon Sensitive Sonnenmilch und auch das Sun-Ozon Med Sonnengel mit SPF 50. Beide Produkte haben eine nahezu identische Formulierung. Ich glaube, die unterscheiden sich nur in einem einzigen Inhaltsstoff und dementsprechend performen sie auch sehr, sehr ähnlich. Man muss sich mit diesen beiden Sonnencremes wirklich Zeit lassen. Also sie brauchen ihre Zeit auf der Haut anzutrocknen und man muss sich auch ein bisschen Zeit nehmen, das Produkt einzuarbeiten und zu verteilen. Also sie sind ein bisschen tricky in der Anwendung. Wer das nicht mag, wird mit den beiden Produkten definitiv nicht happy. Ich persönlich finde es nicht schlimm. Allerdings muss ich sagen, dass ich diese Sundance Kids Sonnenmilch von der Formulierung her deutlich besser finde. Und auch was die Performance angeht, finde ich diese Sonnenmilch auch deutlich besser. Das Garnier Sensitive Sonnenschutz Serum ist mitunter eine der leichtesten Sonnencremes, die ich für den Körper ausprobiert habe. Allerdings erzeugt sie diese typische Verdunstungskälte, die vom enthaltenen Ethanol herrührt. Das heißt, falls ihr Probleme damit haben solltet, dann wird die definitiv nichts für euch sein. Aber man kann sie gut auftragen, zumindest wenn man fix ist. Ansonsten bildet sie sehr, sehr schnell einen Film aus. Und wenn man dann weiter versucht, das Produkt einzuarbeiten, dann kann es passieren, dass sie so ein bisschen runterkrümelt. Nichtsdestotrotz fühlt sie sich super angenehm auf der Haut an. Ich habe sie gut vertragen. Ich konnte sie auch im Gesicht tragen. Aber unter Make-up funktioniert sie nicht so gut. Und zu guter Letzt habe ich hier noch die Pedi-Protect Familiensonnencreme, die wunderbar formuliert ist und auch auf moderne UV-Filter setzt und die sich auch easy peasy verteilen lässt, keinerlei Probleme macht und nicht in den Augen brennt. Aber sie ist sehr ölig vom Finish her und das spürt man auch. Also es ist jetzt nicht nur dieser Glowy-Effekt, den manche Sonnencremes haben, sondern hier kommt noch diese spürbare Öligkeit hinzu. Die Lippen sollten natürlich auch geschützt werden, weil sie besonders anfällig sind für äußere Einflüsse, wie zum Beispiel UV-Strahlung. Und da habe ich diese Lippenpflegestifte für euch parat. Einmal den Sun-Ozon Sensitive Lippenpflegestift mit SPF 50+, dann den Lavozone Sensitive Lippenpflegestift mit SPF 50 und auch Sundance hat einen Sensitive Lippenpflegestift mit SPF 50. Alle drei Produkte kann ich euch sehr ans Herz legen, funktionieren wunderbar auf den Lippen. Man kann damit auch gut die Ohren einschmieren oder wenn man im Augenbereich so ein paar Probleme hat mit normalen Sonnencremes, dann funktionieren diese Lippenpflegestifte auch dort richtig, richtig gut. Allerdings würde ich euch natürlich empfehlen, für die verschiedenen Körperteil, also zumindest für die Augen herum, einen extra Stift zu besorgen und dann nicht euren Lippenpflegestift dafür zu benutzen, den ihr auch um die Lippen herum verwendet. Und ja, die mag ich sehr, sehr gerne. Den von Sundance kann ich euch gerade nicht zeigen, weil der wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem Rucksack rumliegt oder in irgendeiner Tasche und ich ihn auf die Schnelle nicht finden konnte. Das war's schon mit meinem Drogerie-Sonnencreme-Guide. Ich hoffe sehr, dass das Video euch irgendwie weitergeholfen hat. Und wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen und verinnerlichen möchtet, ich habe einen passenden Blogpost zum Video verfasst und ich freue mich natürlich auch sehr über ein kleines Trinkgeld für die Kaffeekasse. Das funktioniert unter diesem kleinen Super Thanks Icon. Also falls ihr Interesse daran haben solltet und meinen Content finanziell unterstützen möchtet, dann freue ich mich natürlich riesig darüber. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über einen Kommentar, über ein Däumchen nach oben oder wenn ihr dieses Video teilen würdet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.